Guten Morgen, es ist Mittwoch, der 1. Juni, 5:08 Uhr. Ich bin hier in Jama auf dem Campingplatz Twin River. Ich war jetzt hier 2 Nächte und heute geht es endlich wieder weiter. Ich gehe jetzt heute wieder auf den Continental Divide Trail, laufe weiter nach 12 Tagen Pause, wenn ich es richtig gerechnet habe. Ich bin jetzt 12 Tage nicht mehr gelaufen. Ich musste schauen, dass mein Bein wieder ein bisschen besser wird. Schiensplint, also ein Schmerz am Schienbein rauf. Das ist jetzt viel besser. Ich spüre es noch ein bisschen, wenn ich das Bein strecke. Aber ich muss jetzt weiter. Ich bin jetzt lang genug weg sein. Ich hoffe einfach, dass es nicht wieder aufflammt, wenn ich jetzt weiterlaufe. Und ja, ich gehe jetzt wieder weiter per Autostopp auf den Pass. Compress Pass. Der Pass ist schon in Colorado. Und hier in Jama, wo ich bin, ist noch New Mexico. Durch die Verletzung am Schienbein habe ich jetzt eine Strecke rausgelassen, weil der Wanderweg gesperrt ist. Das ist eine Strecke von 40 Meilen, also ein bisschen mehr als 60 Kilometer. Und leider wäre aber noch die Überschreitung von Grenze vom Bundesstaat von New Mexico zu Colorado in diesen 60 Kilometern, wo es ein bisschen ein Highlight gewesen wäre, die Überschreitung von der Grenze. Es war einfach ein schöner Abschluss gewesen von New Mexico und der Start nach Colorado. Es ist jetzt 9:30 und ich bin hier oben auf dem Compress Pass. Es ist schon zu lang gegangen, bis jemand angehalten hat. Aber das nettes älteres Pärchen von Montana hat mich hier mit durchgenommen. Und jetzt muss ich gerade schauen, wo der Wanderweg ist. So, ich bin jetzt zurück auf dem Continental Divide Trail. Ich habe den Weg gefunden. Bis so viel bin ich wieder zurück. Ich bin jetzt lang weg gewesen. Ein bisschen geplant, dass es endlich weitergeht. Aber gleichzeitig ein bisschen, ein bisschen ängstlich wegen meinem Bein. Schienbein. In 4 Tagen bin ich dann hoffentlich in Pagosa, und wenn es dann nicht gut geht, bleibt halt nicht anders übrig als wieder zu pausieren oder ein Stück abkumpen. Und irgendwann muss ich weitergehen und vorwärts kommen. Sonst bin ich jetzt spät im Norden und komme in den Winter rein.
So, es ist 12:30 und ich mache jetzt eine Mittagspause. So, es ist 2:20. Ich mache mich wieder auf. Ein bisschen weiter. Ich hoffe, ja, ein bisschen Wasser sollte ich jetzt noch haben, aber das sollte kein Problem sein. Nicht überall Bach und so. Jetzt 20 vor 5 und ich komme zum Dipping Lake und hier werde ich ein bisschen länger in die Pause legen, bevor ich wieder wahrscheinlich noch ein bisschen weiter werde gehen. Das ist der zweite Dipping Lake, der obere, der kleinere. Ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen weiter gelaufen. 20 ab 5 ist es jetzt. Ups, nie verloren. Ja. Es ist jetzt 5 vor 7 und ich habe jetzt das windstilles Plätzchen gefunden und ich richte mich jetzt für eine kalte Nacht ein. Immerhin sind wir auf 3680 Meter und haben einen kalten Wind, aber ich habe jetzt ein relativ geschütztes Plätzchen gefunden. Ich kann mir jetzt zuerst ein bisschen ausebnen. Haufen Steine. Und dann habe ich ausgeebnet. Und weil jetzt der Boden ein bisschen natürlich feucht ist, habe ich so ein bisschen Tannenzweigli geschnitten und angelegt. Und jetzt kann ich dann mein Zelt aufstellen. Dann etwas zu nachten. Und nachher Haufen Kleider anlegen, weil es wird sicher kalt hier nicht.
Donnerstag, der 2. Juni, 6:30. Ich habe meine 7 Sachen zusammengepackt, zum Morgen gegessen und bin bereit zum Loslaufen. Tag 38. Geschlafen habe ich gut. Es ist zwar ein bisschen kalt geworden am Morgen. Jetzt ein bisschen Schlafsack kuscheln. Ja. Das Bein fühlt sich heute Morgen gut an. Gestern Abend bin ich ein bisschen, ja, jetzt mir ein bisschen Sorgen gemacht. Habe ihn gesaubert und gemacht und vielleicht sollte ich gerade noch schnell ein paar Stretch-Übungen machen. Und tapet habe ich es wieder. Ja. Ich hoffe das Beste. Es war jetzt gerade 8 Uhr und ich bin im Trail Lake vorbeigelaufen. Das ist der Lake, den ich gestern haben wollte. Es hat hier Möglichkeiten gehabt, das Zelt aufzustellen, ein paar flache Plätzchen gehabt. Aber mein Plätzchen war auch nicht schlecht gewesen. Ich muss sowieso schauen, dass ich ein bisschen zurück habe. Wegen meinem Bein mit Meilen machen. Es ist jetzt kurz nach der 11 Uhr, 5 ab 11 Uhr so etwas. Und ich bin jetzt beim Blausee. Da oben ist ein schönes Plätzchen. Da mache ich wahrscheinlich jetzt eine Mittagspause. Um 12:25 Uhr ist jetzt. Und ich habe jetzt meine Sachen gepackt und laufe jetzt wieder los. Und jetzt werden wir etwa, oder werde ich jetzt in den Schnee hineinkommen. Gut, ich bin jetzt schon im Schnee gelaufen, aber bis jetzt sind es einzelne Schneefelder gewesen. Nicht Tag ist es, aber jetzt wird es ein bisschen mehr Schnee und wenn wir den Microspecs montieren.
selber rein. Ich mache jetzt eine Pause hier. Ich habe jetzt noch einen recht strengen Abstieg gemacht. Ich bin da von der links runtergekommen. Das grosse Schneefeld dort links, dort bei den Steinen, beim Abrennen, haben dann runter. Und dann das Pedal unten durch. Und nachher alles da hinten an der Flanke nachher. Und jetzt da hier oben. Es hat mich 2-3 Mal geschlinkt auf dem Schnee. Aber 2-mal bin ich eingesunken bis zu den Knien. Und 2-mal bin ich im Boden rausgelegen. Und jetzt ist es ein bisschen schnudderiger, der Schnee. Und der Sonne nachher. Viertel vor 4 Uhr. Und ich gehe jetzt noch ein Stück. 2 Stunden. Schauen, wie es geht. Schauen, wie weit ich komme. Schauen, wo es etwas gutes Zeltplätzchen gibt. Windgeschützt. Es ist 10 vor 7 Uhr und ich möchte eigentlich mein Zelt aufstellen. Aber lang war es ziemlich stotzig. Und auch als es flach wurde, hat es keine Beine gehabt, es hat gezogen. Hier hat es jetzt ein bisschen Beine, aber nicht flachs. Ich dachte, genug für heute. Dann hat es einen Schnee hier oben. Vielleicht finde ich noch etwas. Es ist jetzt 8 Uhr am Morgen. Ich habe meine 7 Sachen gepackt zum Morgenessen. Ich bin bereit zum Weiterlaufen. Tag 39 an dem heutigen Freitag, 3. Juni. Ich habe gut geschlafen. Auf 3570 Meter. Es war gar nicht mal so kalt. Die vor der Nacht war kälter. Ja, und jetzt geht es ins Tal runter, damit wir auch wieder auf sich nicht. Also heute Morgen kommt das schwerste Teilstück. Und zwar haben wir das Tal hinten an der linken Seite. Alles da hinten. Bis hinten, nachher hinten rum und nachher auf die rechte Seite. Und dann glaube ich geht es dort zu dem Dreizack rauf dort. Und auf der linken Seite hat es auch viel Schnee. Was wir letztes Mal gemacht haben, wir sind ein Stück weiter hinten, nachher sind wir ab das Tal ab und das Tal rauf.
Und ich schaue, dass ich das heute auch mal mache. Also der Weg war jetzt alles oben durchgegangen. Zum Teil hat man am Anfang noch gesehen. Alles oben durch, der Flanken an. Und ich bin beim ersten Schneefeld, das ein bisschen geeignet ist. Das habe ich dann gar nicht gewährt. Das war echt stutzig. Und wenn du da den Tritt verlierst, weisst du das Loch ab. Und gerade vor dem Schneefeld hat es so einen schneefreien Weg gehabt. Also, nicht einen Weg, aber so ein trockener Bitz, schneefreier Bitz mit Tandli und mit Stein drin. Alles stutzig, auch nicht ganz ungefährlich. Ich bin einfach dort gewesen, nicht sein. Jetzt bin ich im Tal unten. Ich habe gerade noch den Fluss queren. Ich muss schauen, dass ich eine gute Stelle finde, damit ich nicht die Schuhe abziehen muss. Und dann mit den Wanderstecken zusammen einen Weitsprung, Stabhochsprung können machen und den Winnie hochbekommen mit trockenen Füßen. Und jetzt habe ich sogar einen Wanderweg gefunden. Auf der rechten Seite. Jetzt laufe ich da hinten, das Tal hinten, bis wieder über Continental Divide Trail drüber. Es ist jetzt gerade 9:45 und mein Smartwatch hat gepiepst und hat mir gesagt, dass ich jetzt wieder auf dem Continental Divide Trail unterwegs bin. Es war jetzt 12:30 und die erste Zeit für eine Mittagspause. Ich habe gar nicht gewusst, Pause gemacht heute. Jetzt einfach etwas nachher.
Aber ich wollte warten, bis etwas windgeschützt kommt. Ich war immer ein bisschen ausgesetzt und es hat keine Beine noch nie mehr gehabt. Jetzt hier hat doch ein grosser Strauch. Ich denke, wir hocken hinten dazu und machen das bis zum Mittag. Es ist 4:15. Und ich laufe jetzt weiter und mache dann später noch eine Pause, wenn es nicht so zieht. Obwohl das Plätzchen war gar nicht so schlecht gewesen. Ich werde jetzt noch bis zum Silberpass laufen. Das sind knapp 12 Meilen. Morgen ist es nicht so gewickt, aber wir haben ja eine schwierige Passage gehabt. Vielleicht riecht es am Nachmittag ein bisschen mehr. So ist jetzt 4 Uhr. Ich mache jetzt gerade eine kleine Pause. Ich gehe sogar so ein Baumstämmchen zum Hocken. Okay, gerade ein bisschen an und ist etwas Kleines. Sophie-Sport. Dann geht es weiter. Es ist jetzt 6:30 und ich bin beim Silberpass. Es hat da ein bisschen eine Wiese. Und wir können das Zelt aufstellen. Und ich bin jetzt auch gleich noch eine Meile weiter gelaufen. Weil da hat es einen Kommentar, dass hier eigentlich Platz für mehrere Zelte, windgeschützt, mit Aussicht, mit Handyempfang und Wasser. Jetzt gehe ich eigentlich schauen, ob das so ist. Jetzt ist 7 Uhr und ich hoffe, das sei so und weil weiter möchte ich eigentlich nicht mehr.
Das sieht nicht schlecht aus. Ja, ja. Finden wir schon etwas Plätzchen. He? Guten Morgen. Es ist Samstag, der 4. Juni, 5 ab 7 und ich starte in Tag 40 von meiner Wanderung am Continental Divide Trail. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr als 7 Meilen bis zum Wolf Creek Pass, von wo ich dann per Autostopp hoffentlich ziemlich zügig nach Pagosa Springs komme. Und dort weiss ich noch nicht, wahrscheinlich bleibe ich dort 2 Nächte, weil ich habe doch noch einiges zu erledigen. Ich muss auf die Post und muss einkaufen, ich muss waschen und will ein bisschen relaxen auch noch. Ja, zuerst geht es nach Wolf Creek Pass und ich hoffe, es hat nicht zu viel Schnee auf dem Weg, dass ich ziemlich zügig vorwärts komme. Ja. Zuerst ein bisschen verschnaufen, bevor ich erzählen kann. Ich kann etwas sagen. Also viele Wanderer haben einen Eispickel dabei. Aber die meisten haben es einfach als Dekoration. Weil, wenn ich über den Schnee laufe, sehe ich nie wirklich gute Tritte. Dabei kann man ja den Eispickel, die Flachseite, kann man ja brauchen zum Tritt in Schnee hineinschlagen. Aber wie hier, das war jetzt ideal. Also, ist ziemlich schräg, ist nicht so gefährlich, aber ich meine, hier kann man tipptopp so ein paar Tritte hineinschlagen, damit man besser durchkommt. Aber das ist nicht. Das war jetzt sehr anstrengend. Am Wald innen habe ich jetzt noch so blöde Schneehäufen weg. Dann bin ich jetzt ein bisschen am Schnaufen, ein bisschen auf der Schnurren. Aber jetzt geht es oben am Graud entlang zum Alberta Peak und nachher Wolf Creek Ski Resort. Es ist 9:30 und ich habe die extra paar Meter gemacht hier auf Alberta Peak. Und hier oben hat man eine super Aussicht, 360 Grad. Hier ab auf Skigebiet, Wolf Creek Skigebiet und Berge von Colorado.
Also da unten war jetzt Wolf Creek Pass, von wo man nach Pagosa Springs kommt. He's not sure, but he's taking the risk. And he gave us beer, so he's risking it.